Beim Zungenanstoß, bei deinem Trompetentraining, ist es wichtig, dass hier nicht alles weich und wackelig ist. Der Ansatz soll stabil sein, damit eben die Töne immer wieder auf dem gleichen Punkt angestoßen werden können. Bist du zu locker und zu weich, dann kann es passieren, dass natürlich die Töne nach unten wegbrechen, dass eventuell auch die Tonhöhe nicht intonatorisch gleich bleibt, sondern eben wackelt. Und so ist es eben wichtig, dass man Stabilität schafft. Es ist nicht wichtig, dass du maximal angespannt bist, ganz im Gegenteil, sondern immer nur für die Tonhöhe richtig angemessen. Das heißt, wir sind weder drunter noch drüber. Und das können wir uns beibringen, indem wir zum Beispiel sagen, okay, wir starten erstmal auf einem langen Ton und bekommen ein Gefühl für diesen. Und jetzt stoße ich eben breit an. Wieso breit? Da bin ich mir sicher, die Luft fließt. Und wenn das gut funktioniert, dann nehme ich eben die Beschleunigung, gehe in die Achtelnoten. Und dann eben in die Sechzehntel, der nächste Schritt. Und wenn das auf einer gleichbleibenden Tonhöhe funktioniert, dann kommt eben Bewegung ins Spiel. Und auch hier haben wir den gleichen rhythmischen Ablauf. Erstmal auf Viertel, breit, tenuto, Achtel und dann eben die Sechzehntel. Wenn das gut funktioniert und kein Krachen zwischen den Tönen ist, dann gehen wir eben weiter und haben dann die Kombination aus 3 Tönen. Und so baust du Schritt für Schritt dein Training für den Zungenanstoß eben aus. Pass aber immer auf, dass du nicht verkrampfst, also zu fest machst, sondern immer aus einem langen Ton rausgehen. Reinfühlen, wie fließt die Luft, wie fühlt sich alles an, wie ist der Hals, wie ist die Spannung im Oberkörper, ist zu viel Spannung da oder bist du entspannt, atmest du gut ein oder atmest du auf diese Art und Weise ein. Also diese Checkliste abarbeiten und dann merkst du, dass die Luft eben rausfließt und die Zunge dann dazwischen tupft und eben den Luftstrom sozusagen trennt oder schneidet. Und jetzt gehen wir eben weiter. Wir haben jetzt Tenuto gespielt und dann haben wir eben Staccato. Und dann eben Sechzehntel. Dann wieder in Bewegung gehen, einen Wechselton, dann eben und so weiter. Irgendwann hast du noch eine Tonleiter, du kannst das Ganze natürlich auch halbtonschrittweise gestalten. Und somit hast du eine Übung, die du immer wieder ausbauen kannst. Starte auf einer bequemen Tonhöhe. Das war bei mir jetzt das C2, das kann bei dir aber auch das G1 oder C1 sein. Und dementsprechend haben wir schon mal eine komfortable Ausgangssituation. Starte nicht zu hoch, da ist man tendenziell natürlich auch stärker angespannt und somit eher 1 oder 2 Naturtöne tiefer starten. Ich empfehle dir immer mit eben der Ventilstellung 0 zu arbeiten und eben dann in die Bewegung zu gehen. Wichtig ist hierbei, achte auf deinen Luftfluss, dass die Luft immer nach außen geht. Und wenn das funktioniert in diesen Sekundenschritten, große oder kleine Sekunden, dann gehen wir natürlich auch einen Schritt noch weiter und kommen dann eben ganz banal in Dreiklänge. Wieso? Da haben wir dann die Terzschichtung, große Terz, kleine Terz oder kleine Terz, große Terz, wenn wir mit Moll-Dreiklängen arbeiten. Und so kannst du dann auch die Septe dazu nehmen oder die Oktave auch. Und du merkst, du baust dir hier auch wieder eine Anstoßübung für dein Trompetentraining zusammen, die dich einfach immer weiter vorwärts bringt. Erstmal ein kleiner Schritt auf dem gleichbleibenden Ton
Und wie schon gesagt, Sekunden, Terzen etc. pp. Gehen wir einen Schritt weiter, um eben unsere Zunge flott zu bekommen und auch unseren Ansatz dementsprechend zu verwenden. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Hast du Fragen? Ab in die Kommentare. Ansonsten bis nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.